So, also, wie besprochen von uns ein Status-Update. Nach 22 Stunden sind wir hier in Shenzhen angekommen, oder Shenzhen, wie ich heute gelernt habe, dass man es ausspricht. Vielleicht ganz kurz nochmal für die, die uns nicht kennen, wer sind wir? Fangen wir vielleicht mal kurz beim Ralf an. Ja, ich bin der Ralf. Ich bin für die Hardwareentwicklung zuständig. Genau, Ralf ist ein richtig hochmotivierter Optiker mit guter Fraunhofer-Erfahrung und fuchst sich jetzt gerne mit mir hier in die Fertigungsthemen rein, damit wir möglichst bald ein tolles Produkt liefern können. Ich bin der Julian, mich kennt ihr vermutlich schon vom Kickstarter-Video oder auch sonst. Ich habe ursprünglich mit der Idee angefangen bei Scoop 3D und wir sind ja Scoop 3D, gemeinsam sind wir die Hardwareentwicklung. Wir glauben, dass 3D so einfach sein sollte wie ein 2D-Foto. Das heißt wirklich genau so, wie man es heute ein Foto macht. Erster Eindruck war unglaubliche Stadt irgendwo. Ja, also man merkt hier auch wirklich die Innovation. Das ist einfach vorhanden. Alleine wenn man ins Taxi einsteigt und dann stellt man fest, es ist ein Elektrotaxi. Dann steigt man aus und stellt fest, es fahren hier nur Elektroautos. Das war schon sehr, sehr beeindruckend. Insgesamt ist die Stadt einfach auch riesig mit 14 Millionen Einwohnern, glaube ich. Aber trotzdem noch ziemlich grün, also es sind viele Bäume. Trotzdem ziemlich grün, also muss man sagen, wir haben schon was richtig gemacht. Ich bin schon ein Fan. Ja, also ein Paradies für den Hardwareentwickler, aber da kommen wir noch dazu. Ja, das erste, was wir dann heute an unserem ersten Arbeitstag nach dem Jetlag-Ausgleichstag gemacht haben, war wirklich die Stadt kennenlernen und da besonders aufgefallen ist unheimlich diese Elektronikmärkte. Also hier kann man Elektronik einfach kaufen wie woanders Gemüse. Also man geht da rein, ich sag mal, das ist wie in Karstadt. Da sind dann auch 5 Etagen, 2 Gebäude nebeneinander, nur Komponenten einer ganz speziellen Sorte, zum Beispiel jetzt für uns sehr relevant Kameras, Kameraobjektive, Kameraplatinen, Kameramodule, alles was man sich vorstellen kann im Bereich Kameras, und es sind halt auch die direkten Hersteller mit da, das heißt man kann halt auch mit den Leuten reden und sehr, sehr schnell dort was Neues entwickeln. Also hier ist einfach so diese Mentalität da, alles ist möglich. Dann ein anderes Highlight, der Hans. Das war ein unglaublicher Zufall. Der Hans ist ein Maker, ja, hier aus dem Makerspace. Also hier gibt es 4 oder 5 Makerspaces. Der Hans ist ein Deutscher, der vor 3 Jahren hierher gezogen ist, weil er auch gemeint hat, hier ist einfach wirklich die Innovation. Ja, und hier kann man halt jeden Tag 3 neue Produkte entwickeln. Ein bisschen wie in der Open Source Community, nur halt für Hardware. Ja, also hier wird einfach jeden Tag Innovation gemacht. Das spürt man auch überall. Und der war uns eine Riesenhilfe, hat uns einen Hardware-Crash-Kurs in Shenzhen gegeben, hat uns total wertvolle Kontakte hergestellt für uns und wir können einfach jetzt voll durchstarten eigentlich. Ja, also vielen Dank dir, Hans, ja, wenn du das mal siehst, dieses Video. Ja. Genau, jetzt haben wir den 11-Stunden-Tag hinter uns, auch wenn wir sehr motiviert wirken, sind wir jetzt froh, dass es rum ist. Geben weiterhin alles, ja, um die Scoop 3D wirklich in der besten Qualität und auch so schnell wie möglich auszuliefern. Weil wir wollen auch, dass 3D so leicht und einfach so leicht benutzbar und so zugänglich wird wie ein 2D-Foto. Daher werden wir morgen die Hersteller von den Kameramodulen intensiv angehen, damit wir wirklich schauen, dass die so angepasst werden, wie wir das wirklich brauchen und natürlich auch in entsprechenden Stückzahl und Qualität gefertigt werden können. In diesem Sinne, danke euch für die Unterstützung und wir geben unser Bestes. Bis bald.